Willkommen zurück zu einem Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, erkläre Video mit den Regeln und so weiter und so fort, hänge ich wieder ans Ende des Videos. Gut, dann springen wir gleich rein in AMC. Wie immer, wenn euch die ganze Geschichte interessiert, wenn euch meine persönlichen Preisziele oder finanziellen Ratschlag interessiert, oder wenn euch interessiert, ob ich der Meinung bin, es wird ein Ein-Part- oder Zwei-Part-Squeeze, verlinke ich euch wieder das große Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir diese Woche gemacht haben. Und bevor wir damit anfangen, nur eine kleine Sache. Ihr könnt mich so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Ich werde versuchen, auf jede einzelne zu beantworten. Ähm, und es ist mir wurscht, wie dumm oder unwissend, weil nicht jeder von uns ist auf dem gleichen Stand. Äh, ihr könnt alles fragen, ist mir absolut egal. Ähm, nur eine Sache, ich werde mein Tracking nicht ändern, solange wir keine Levels brechen. Ja. Ähm, ich hasse diese Leute, die ich meine, okay, es war diese Woche ein 20-prozentiger Move, aber ich hasse diese Leute. Ja, schaut, 20%, wir werden jetzt nächste Woche 100%ig 3, $5 gehen, squeezen, auf jeden Fall, ja. Und wenn es dann nicht passiert, dann sagen diese Leute einfach nichts mehr. Ist nie passiert, ja. Und am besten kommt dann irgendwann später der Tweet: „Ich hatte immer recht, schaut, ha, ja. Es ist zwar jeder von euch selbst verantwortlich für seine Trades, ja, ich gebe hier nur meine Ideen, zum Besten, aber selbst dann, ähm, nur weil es bullish ausschaut, nur weil wir Intraday, oder unter der Woche einen 20% Move hatten, ich versuche jedes Mal so neutral wie möglich zu bleiben, ja. Ich finde es solche Leute, die sagen: „Hey, hundertprozentig, wir gehen jetzt ab“, ohne einen Grund, sind entweder unwissend oder einfach nur Arschlöcher. Es tut mir echt leid, weil irgendeiner wird sich denken: „Hey, geil, das schaut gut aus, er ist bullish, vielleicht kaufe ich mir doch eine overleveraged Position“ und fährt dann ein. Ich meine, es ist seine eigene Schuld, aber ich finde trotzdem, es ist 'n Arschloch-Move. Und ja, noch einmal, 20% nach oben. Problem an der Sache ist, wir haben jetzt noch keine Levels gebrochen und wenn man sich jetzt in der Vergangenheit nur von diesem Jahr das anschaut, ja, hier, 4. Mai, 24% nach oben. Aber wir haben keine Levels gebrochen. Was ist danach passiert? 28% nach unten. Ja? Oder wenn wir in die nahe Vergangenheit schauen, 25. Juni, 33% nach oben. Was ist danach passiert? 30% nach unten. Ja? Wir haben noch keine Levels gebrochen. Das ändert nichts. Ja? Ähm, jetzt zum Tracking. Mein Main-Tracking hat sich noch nicht geändert. Ja? Ich würde sogar sagen, das hier war unser T. Ja, der Peak am Donnerstag, also gestern, war unser T. Ja. Also für diese Version bin ich noch immer der Meinung, wir werden jetzt ein neues Low machen. Nicht heute wahrscheinlich, die ganze nächste Woche, vielleicht so die ganzen nächsten 2 Wochen. Ja. Ziel bleibt noch immer dasselbe. Es wird irgendwas bei der 618 sein, bei der 618 FIP. Ja. Weil mittlerweile glaube ich wirklich, wir haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das hier der 13. Jänner 2021 ist, dieses Peak. Also irgendwas zwischen 1,50 und 1,36. Ja? Und das wäre schon sehr tief. Ja? Ähm, und danach brauchen wir halt noch unser Higher Low. Und an dem Punkt entscheidet sich dann nach oben oder in den Tod. Ja? Ähm, falls wir diesen Pullback bekommen, ich sage es noch einmal, für mich, ich habe ja eindeutig gesagt, ich habe meine Position noch, aber ich habe einen Stop-Loss bei 1,30. Für mich ist alles unter 1,30 schlecht. Tot. Absolute Bestätigung ist die 786 Web 1,20. Ich glaube nur, wir werden das noch nicht bekommen. Ja? Also ich sehe nicht sowas. Ja? Falls wir hier runtergehen, ich glaube, wir werden hier einen Bounce bekommen. Ja? Also, wenn wir sowas machen, fallen wir unter 1,25. Aber ich glaube, wir werden über 1,20 einen Bounce bekommen. Aber dann werden wir hier raufgehen, Lower High und den Rest des Jahres fallen wir runter. Ja. Dazu kommen wir aber noch. Aber jetzt gerade, wie gesagt, also für mich wäre das hier T.
Wir brauchen noch ein Lower Low. Ja? Wie lange das dauert, kommt aufs Volumen an. Kommt wirklich aufs Volumen an. Haben wir schnell viel Volumen, ole, dann geht schnell. In letzter Zeit haben wir hohes Volumen. Ähm, Fällt das Volumen ab, kann es dauern. Ja? Ich habe immer gesagt, ich hasse es, im Juni, Juli zu sein. Ja? Das ist das erste schlechte Zeichen, muss aber nichts heißen. Ja? Aber ja, zur bärischen Alternative. Ähm, Ob wir jetzt hier runtergehen oder ob wir nachher dieses Higher Low hier brechen und runtergehen. Das ist für mich wirklich das Super-GAU. Ja, bevor wir zu den Alternativen kommen. Warum ist das für mich der Super-GAU? Für mich ist dieses Jahr die letzte Chance für AMC, aus der Todesspirale rauszukommen. Wenn wir dieses Jahr das hier fehlen, ist das scheiße. Was meine ich mit fehlen? Fehlen bedeutet, der Peak hier im Juni war unser Peak für 2026. Leider. In dem Fall ist bis Ende des Jahres unser Ziel irgendwas zwischen 80 und 10 Cent. Und das wäre das Super-GAU. Erstens, es macht fundamental keinen Sinn. Versteht's mich nicht falsch. Ja? Aber wenn wir Levels brechen, muss ich das so tracken. Ja? Auch wenn es für mich keinen Sinn ergibt. Problem, was ich dabei sehe, wir werden höchstwahrscheinlich hier einen Reverse Split wiederkommen. Alleine das killt schon das Play für viele Leute. Aber das wäre dann der zweite. Wir hatten schon ein 1 zu 10. Ja? Das wird ein 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 40, keine Ahnung. Aber das Problem an der Sache ist, es killt den Skis. Weil danach haben wir 2 Reverse Splits. Wir werden bouncen, aber meiner Meinung nach werden wir dann nicht mehr über die Haupttrendlinie gehen. Die Todesspirale wird sich weiterführen, bis AMC tot ist. Deswegen möchte ich das nicht sehen. Das wäre das Super-GAU für AMC. Ja? Sage ich nur, meine Meinung nach. Könnte falsch liegen. Jetzt kommen wir zu den Alternativen. Weil wir müssen ja immer eine Alternative haben. So, könnte es sein, dass hier 1,60 schon unser Boden war? Ja, könnte sein. In dem Fall, wenn man sich das hier anschaut, das hier ist unser M. Ja? Hier hat M gestartet, hier hat M aufgehört. Damit das hier unser V ist, müssen wir sagen, dass das hier unser T ist. Deswegen ist es für mich nur eine Alternative. Ja? Weil ihr kennt mich normalerweise, wenn wir so ein großes M haben, aber so ein kleines T, ist es einfach nur gezwungenermaßen, damit man eine bullische Variante hat. Normalerweise zeigt euch, dass das falsch ist und dass das hier T ist. Aber für die Alternative. Dann wäre der Boden schon drin. Heißt das, wir gehen ab jetzt hinauf? Nein. Ja? Für diese Version haben wir 2 Varianten. Erstens, wir brauchen ein Higher Low. Für diese Formation hier brauchen wir ein Higher Low. Selbst wenn das hier schon unser Boden ist, bin ich der Meinung, dass wir zu dieser Trendlinie hier zurückkommen. Ja, vielleicht ein bisschen tiefer. Wir brauchen ja hier ein Higher Low. Warum? Ja, egal, wie wir es sehen. Ja? Für mein bullisches Tracking, das hier ist Mai 2024, dieses Peak wäre dieses Peak, ja, Pullback, Pullback. Und ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall ein Higher Low gemacht. Ja? Also wenn wir es ganz schnell machen, dann war das hier das Peak vom Higher Low und wir machen jetzt das Higher Low, werden dann hier und dann marschieren wir. Oder wenn wir uns 2021 anschauen, ja, Meinung nach haben wir jetzt schon 2 Positionen eliminiert, weil wir können meiner Meinung nach nicht im Jänner 25, nicht am 25. Jänner sein. Wir sind zu tief gefallen. Auch für den 20. Jänner sind wir zu tief gefallen. Die einzige Möglichkeit, die wir noch haben, ist, dass wir eben hier Jänner, der 13. Jänner sind. Von den Fips her würde das auch passen. Das war ein 0,5 Pullback. Und wenn das Ganze unser 13. Jänner ist, sind wir jetzt am 0,5 Pullback. Dazu würde es eher tendieren, dass das hier schon unser V ist. Ja, ist okay. Aber auch hier,
Wir hatten ein Higher Low danach. Und zwar ein ziemlich großes im Vergleich zu dem. Ja. Aber, okay. Wenn das hier unser Wie ist, brauchen wir auf jeden Fall noch ein Higher Low. Was ist, wenn wir weiter raufgehen? Gleiches habe ich, glaube ich, auch schon öfters gezeigt. Egal, welches Higher Low euch anschaut. Egal, ob ihr euch anschaut den 14. Jänner oder den 21. Jänner. Ja? Ihr seht, dass die Peaks von diesen Higher Lows eigentlich immer über M gegangen sind. Am einfachsten sieht man das im Mai 2024. Hier. Das ist kein normales Higher Low. Es ist extrem hoch. Ja? Hier, es ist auch über M gegangen. Also in dem Fall könnte ich auch noch Upside sehen. Ja? Irgendetwas zwischen 2,28 und 3,5, weil wir dürfen natürlich nicht das Peak brechen. Und dann ein Higher Low. Aber um das eindeutig klarzustellen, das wird dauern. Ja? Ich meine, okay, wenn wir das Volumen fortführen, ja, kann das locker in 2, 3, 4, 5 Tagen passieren. Ja? Wenn das Volumen abfällt und wir so einen Scheiß machen, wird es ein bisschen länger dauern. Was auch immer für eine Version wir nehmen. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich tendiere eher zu dieser Version, aber könnte falsch liegen. Aber was auch immer was für eine Version wir nehmen, ich sehe es eigentlich für mich persönlich keine Chance, dass wir nächste Woche irgendetwas Großes sehen. Kommt drauf an, was ihr als groß seht. Ja, wenn wir jetzt dieses Higher Low machen, okay, das sind halt 40%, könnten sein. Das kann was Großes für euch sein. Mit was Großem meine ich Squeeze groß. Ja. Sehe ich, finde ich so einfach nicht. Werden wir auch bei GameStop jetzt noch uns dann gleich anschauen. Wir sind noch nicht bearish. Ja, wie gesagt, ich habe im letzten Video gesagt, ich bin bearish. Ja, ich wollte dieses Low hier nicht brechen. Das ist, nee. Ich will nicht im Juni, Juli sein. Nee. Ja. Aber wie gesagt, also solange wir nicht unter 1,30 fallen, wo mein Stop-Loss ist, ja, ist es noch okay. Ja. Aber für kurzfristig, was meine ich mit kurzfristig? Ist zumindest für die nächsten 1 bis 3 Wochen sehe ich nichts Großes. Ja. Wie immer, wir müssen auf Price Action warten. Aber ja, schauen wir mal. Gut, dann springen wir schnell in GameStop. Auch für GameStop. Für die ganz große Geschichte, für meine persönlichen nicht finanziellen Ratschlagpreisziele und wie der Squeeze ausschauen sollte, verlinke ich euch wieder das große Roadmap wieder ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir diese Woche gemacht haben. Ja, und es war nicht viel. Ja. Es hat sich an den 2 Versionen nicht wirklich was geändert, außer dass die absolut bullische Version für mich eigentlich tot ist, weil die absolut bullische Version war, dass wir ja von hier hinaufgehen. Ja. Und vor allem, dass wir nicht 1,70 brechen, also 21,70 brechen, was wir getan haben. Warum war das schlecht? Weil, wenn wir gesagt hätten, das war unser Boden, das war unser Higher Low, das war unser A, dann hätte das hier unser B sein sollen. Aber wenn wir von unserem A-Boden zu unserem Peak hier gehen, ihr seht, wir sind schon unter 786. Das ist nicht B. Keine Chance, dass das B ist. Ja. Jetzt könnte man noch sagen, dass das ganze Ding ein größeres Higher Low ist. Zudem. Ja. Das bedeutet aber auch trotzdem, wir sind noch nicht fertig. Ja. Selbst für diese Variante, wenn das hier unser Peak von unserem Higher Low ist, war das Lower High und das wird wahrscheinlich M. Ja. In dem Fall müssen wir hier runter, T und dann hierher. Und dann müssen wir auf jeden Fall dieses Higher Low halten. Also irgendwas zu $21 noch immer. Dann können wir nach oben gehen. Ja. Aber nichts derzeit schreit für mich, dass GameStop nach oben schießt. Ja. Könnte falsch liegen, natürlich. Aber nichts schreit für mich, dass GameStop nächste Woche überhaupt nach oben geht. Ja. Meine Hauptvariante für GameStop jetzt eigentlich, und die bullische Hauptvariante für GameStop jetzt eigentlich ist, dass dieser Peak
hier am 2. Juli unser Tee war von dieser Geschichte hier. In dem Fall ist mein Ziel noch immer 2040, 2050 und das halt auch nicht schnell, ja. Wir würden hier raufkommen, ja, M, wieder runter, rauf, T und dann zu unserem V, dann Higher Low, ja. Kommt auf das Volumen an. GameStop hat derzeit fast nichts. Das kann 1, 2, 3, 4 Wochen dauern, ja. Und mit Synchronisation mit AMC ist das halt scheiße, ja. Ähm, auch dazu, diese Candles, diese After-Hour-Candles, ja. Angefangen mit der eBay News im Mai. After-Hours-Candle, rauf, runter. Dann hier am 11. Mai der Roaring Kitty Tweet. Rauf in After Hours, instant wieder runter. Lower High, ja. Ich weiß nicht, was am 3. Juni war, ja, aber auch After Hours Candles. Wieder Lower High, wieder sofort runter. Und dasselbe halt hier auch, ja. Diese Candle hier am 7. Juli war auch eine After Hours Candle, hat unter dem Peak hier rejected und ist sofort wieder runtergegangen. Ja, also GameStop hat diese Scheiße mit den After Hours Candle nur um Landmarks zu fulfillen. Ja? Das ist derzeit keine bullische Formation. Und das ist die bullische Variante. Ich sage es noch einmal. Wenn GameStop 19,60 $ bricht, ja, dieses Low vom November, dann ist für mich persönlich das nächste Ziel 13 $. Und zwar bis Ende des Jahres. Und wenn irgendeine Synchronisation zwischen AMC und GME noch immer existiert, wo wir keinen, für dieses Jahr, wo wir keinen Beweis dafür oder dagegen haben, aber wenn die Synchronisation besteht und GameStop geht bis Ende des Jahres zu 13 $, ja, oder für andere Leute ist es nur 17 $, spielt aber keine Rolle, dann geht AMC unter 50 Cent. Ja. Für GameStop, man kann sich eine Geschichte draus drehen mit Dilution und so weiter, dass es Sinn ergeben würde. Für AMC habe ich diese Geschichte nicht, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, bei unserem Channel hier geht es nur um, wir müssen Levels brechen oder halten. 19,60 Cent ist ein No-Go. Ein absolutes No-Go. Da gibt es keine bullische Variante mehr. Ja. Gut, dann schauen wir uns noch Beyond an. Und auch für Beyond. Wenn euch die ganze Geschichte interessiert, meine persönlichen Preisziele, wie es ausschaut und so weiter und so fort, verlinke ich euch wieder das Roadmap-Video ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns noch an, was wir gemacht haben. Und ehrlich gesagt, mir geht Beyond langsam so dermaßen auf den Senkel. Ja. Wir wollen einfach dieses Niemandsland hier nicht verlassen. Ja. Jetzt haben wir heute Freitag. Schauen wir, ob wir einen Bounce bekommen. Ja, weil Beyond macht immer Montag, Freitags den Bounce. Hat sich was am Tracking geändert? Wir sind zu tief. Was meine ich damit? Wir sind zu tief, dass das Ding ein A ist. Ja, A darf nicht unter die 786 fallen. Darf es nicht. Somit fürs bullische Tracking, okay, ich weiß, ich kann es selber nicht mehr hören. Das ist ein Higher Low. Das große Higher Low würde Sinn ergeben. Dafür müssen wir jetzt endlich bouncen. Wie gesagt, ich war, seitdem wir hier drunter gefallen sind, bearish. Ich werde erst wieder bullish, wenn wir über 84 Cent gehen. Wir müssen über die Himmelspforte hinaus. Wir brauchen einen Trend Change. Ja. Ziel für unser großes Ziel ist noch immer Juli, August. Ja, für A zwischen 15 und 44. Aber ich meine, es wird langsam eng. Ja. Zu der Frage, könnten wir ein neues Low machen? Könnten. Ja, ich meine, wenn wir hier drunter brechen, also wenn wir 64 Cent brechen, machen wir eins. Ja. Dann wäre das hier unser T. Dann wird es nur langsam knapp. Das sage ich eindeutig noch einmal. Komplett eindeutig dazu. Da müssen wir hier uns ein neues V suchen, aber es wird knapp. Ich sage das jedes Video dazu. Nur damit die Leute das wirklich eindeutig verstehen. Ein absolutes No-Go. Wir werden das heute bei FFEI sehen. Ein absolutes No-Go ist das Berühren und Brechen von 57 Cent. Für mich, ich kann mich irren. Aber wenn wir das hier berühren,
dann egal wie bullish wir sind, das kann nicht mehr unser Higher Low sein. Das wird dann T oder M. Und dann werden wir Allzeit-Low brechen. Und wenn wir aber Allzeit-Low brechen, dann ist das vom seit Oktober nicht nur unser Higher Low, sondern auch unser T, unser Makro-T. Wir werden dann runtergehen. Ich sage jetzt nicht, dass mit dem Move Beyond Meat bankrott geht, aber euch muss eines klar sein, das ist auch bei FFI. Sie haben den Reverse Split schon gewotet. Sie können den jeden Tag ohne Vorwarnung einführen. Wenn wir hier Allzeit-Low brechen, werden sie es machen. Ja? Und allein das killt schon jede Position. Ja? Aber selbst wenn sie es nicht machen, selbst wenn wir jetzt hier unser Wie finden, wir müssten noch immer unser Makro-High Low machen. In dem Fall gehen wir nicht über $3 und das wird dauern. Das wird Zeit brauchen. Alleine das von hier bis hier hat 260 Tage gedauert. Alleine dieses High Low könnte ein ganzes Jahr dauern. Deswegen, wie gesagt, 57 Cent für mich persönlich ist ein No-Go. Dürfen wir nicht. Ja? Derzeit, damit wir nicht zu bärisch enden, wir könnten dieses High Low hier kurz microtracken. Wir haben hier unser C, unser L, unser M, unser T. Ja, somit technisch gesehen ist das eigentlich ganz gut. Ja, das wäre hoffentlich, unser Wie. Ja, vielleicht, wenn wir heute nichts machen, könnten wir jetzt hier noch so ein kleines Higher Low dran setzen. Ja, weil Beyond liebt seine Higher Lows. Ja. Aber ich würde sagen, alles über 69 Cent und alles über 75 Cent könnte ein kleines Anzeichen für einen bullischen Trendwechsel sein. Ja. Haben wir jetzt schon oft genug gehabt. Ja. Deswegen möchte ich da nicht zu sehr hypen. Unser Hauptziel ist über 84 Cent zu gehen. Verdammte Scheiße. Wir müssen endlich darüber, damit wir einen Trend Change bestätigen können. Schauen wir, was wir machen. Gut. Dann zur traurigen Nachricht. FFI. Und für mich persönlich ist FFI tot. Ja. Ich habe zwar immer befürchtet, deswegen habe ich FFI gehasst, aber gestern war die Bestätigung. Wir haben dieses Low gebraucht. Das ist nicht mehr unser Higher Low. Das ist ab jetzt unser T. Das bedeutet, wir werden hier runtergehen. Und wie ich schon bei Beyond gesagt habe, ich sage jetzt nicht, dass FFI hundertprozentig bankrott gehen wird. Aber ihr müsst euch überlegen, wir sind jetzt seit Februar unter $1. Und wir werden weiter fallen, meiner Meinung nach. Das bedeutet, wir sind jetzt schon 154 Tage unter $1. Ich glaube, die Grenze bei der Nasdaq sind 180 Tage. Dann werden sie eine Notice bekommen, dass sie nicht mehr kompatibel sind und dass sie das gefälligst ändern müssen. Wie ändert man es? Mit einem Reverse Split. Und der killt halt jedes Game. Und FFI ist das perfekte Beispiel. GNS. Selbe Geschichte, sogar selbes Preisziel. Ja? Wenn ihr euch das hier anschaut, hier gehen wir ein bisschen raus. Auch GNS hatte das hier als Higher Low. Auch GNS durfte 20 Cent nicht brechen. Haben wir gemacht. Was macht es seitdem? Downtrenden. Weil auch das hier ein T ist. Auch FFI läuft in die riesige Gefahr, einen Reverse Split zu machen. Ja? Deswegen, ja, leider. Das ist die Gefahr eines verschissenen Penny Stocks. Aber das Ding, ich werde es weiter auf der Liste haben, werde es mir weiter ab und zu anschauen, ob man vielleicht was sieht. Derzeit, Hände weg. Das Ding ist für mich derzeit tot. Dann zu was Erfreulicherem. GoPro. Erfreulich, warum? Weil wir vielleicht langsam einen Trend Change hinlegen. Wir hatten ja zwei Varianten, wir haben noch immer zwei Varianten, um das klarzustellen. Ja. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Ja. Eine bärische und eine bullische. Fangen wir schnell mit der bärischen an. Mit der bärischen wäre unser T. Ja. In dem Fall wäre es schon sehr schlecht, wenn wir 68 Cent brechen. Absolute Bestätigung wäre meiner Meinung nach 59 Cent und wir suchen uns ein neues Allzeitlow. Ja. Wäre die bärische Variante. Die bullische Variante
ist nichts anderes als, dass das hier ein erstes Higher Low ist, das große Higher Low ist. Das wäre unser kleines Higher Low zum großen Higher Low. Trend Change, es geht ab nach oben. Ja. Ziel ist noch immer 8, 9, 10, $13 für unser Makro A. Und warum sage ich das? Weil wir derzeit dieses kleine Higher Low hier halten. Deswegen sage ich das. Wir haben hier unser C, L, M, T, V, Higher Low, Marsch. Ja? Hoffentlich. Ja? Für die bullische Variante hoffentlich. Die News hätten wir schon. Die 20 Millionen Spritze. Schau mal. Ja? Für Leute, die noch nicht drin sind, würde ich sagen, Bestätigung dafür, no Financial Advice, wäre 1,30. Es schaut aus, als wäre das so extrem viel. Beim Prozentweise sind das 70%. Aber trotzdem, also wir haben jetzt Ziele von 8 bis $13. Da kann man schon bis 1,30 warten. Ja. Nur damit man nicht in einen Fake-Move reinfällt. Ja. Das hier, wenn wir das hier nach oben brechen, wäre das ein eindeutiger Trend-Change. Ja, sage ich nur. Andernfalls besteht hier noch immer die Möglichkeit, dass wir in die Richtung marschieren. Ja, deswegen. Ja. Ich warte immer gerne auf Bestätigung. Ja. Aber schaut nicht schlecht aus. Ja. Schau mal. Nächstes ist Doku. Habe ich ja auch schon früher gezeigt, ab und zu. Jetzt bildet sich meiner Meinung nach langsam wirklich der Trend Change ab. Damit ich auch transparent bin. Wie gesagt, ich lag schon einmal falsch hier, weil ich habe das hier als das hier getrackt. Ja, ich meine, gut, sei mir hoffentlich von euch verziehen, weil ganz ehrlich, wenn man diese Sektion hier mit dieser Sektion hier vergleicht, kann man schon drauf reinfallen, weil ganz ehrlich, das ist fast 1:1. Nur, das war zu tief. Ja, ihr seht hier, das hier war unser A, weil das war ein 0,618 Pullback und das hier ist unter die 786 gefallen. Ja, somit ist ein ziemliches Arschloch-Fractal, weil es einem so verarscht hat. Ja, aber wir können nicht hier sein. Ja. Wo wären wir dann? Wir wären hier am 26. Dezember 2018. Das wäre hier. Was wäre der nächste Move? Der nächste Move wäre eben das hier. Deswegen kommen hier auch die Bars-Pattern. Ja. Noch einmal, um das ganz klar zu sagen, es muss nicht 1:1 sein. Ja. Der Move muss nicht so ausschauen. Ich habe das nur genommen, damit wir eben einen Vergleich haben. Aber mein Ziel wäre irgendwas zwischen 90 und $156. Und auch um das absolut klarzustellen, ja, das schaut jetzt extrem steil und schnell aus. Es sollte auch steil sein. Vorsicht mit der Aussage schnell. Ja? Wenn ihr euch anschaut, der Move hier schaut schnell aus, hat aber 121 Tage gedauert. Der Move schaut schnell aus, hat aber 82 Tage gedauert. Und wie gesagt, das Fractal wird immer größer und langsamer. Ich gehe davon aus, wenn wir bullish tracken, dass das bis Ende des Jahres, nächstes Jahr Frühjahr irgendwann sein wird. Ja. Das sind noch immer 6 Monate. Ich sage es nur dazu. Es ist meiner Meinung nach ein gutes Play, aber Vorsicht mit, ja, geil, dann kaufe ich mir September-Optionen. Vorsicht. Ja. Aber es sollte ziemlich steil sein. Ja. Wie gesagt, das sollte unser nächster Move sein. Und das Dumme an der Geschichte ist, das hier wäre erst der kleine Move. Das wäre dann der größere Move, der danach kommt. Für Levels, für Bestätigung, ich meine, für mich persönlich ist das schon eine leichte Bestätigung, weil wir hier jetzt schon einen Trendchain hingelegt haben, aber wenn man sicher gehen will, alles über $58. Das ist dann ein eindeutiger Trend Change. Ich habe keine Alternative zu Doku, aber alles unter 41 wird schon scheiße. Und alles unter 40 macht diese Version falsch. Ich habe keine Alternative dazu, ist aber scheißegal. Alles unter $40 und es ist was falsch. Nur um das eindeutig klarzustellen. Okay,
War ein kleineres Video heute. Aber Moment, es fehlt noch ein Community-Wunsch. Und zwar Broadwind. Ja. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich mag das nicht so sehr. Es ist nicht so ein tolles Fractal, meiner Meinung nach. Wir wissen nicht, wie W oder das HLO ausgeschaut haben hier, weil 2005 hat er einfach angefangen und nach oben. Irgendwo hier wird unser A sein. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig unser B. Dann haben wir unser C, Midpoint T. Und seitdem laufen wir seit, wie lange ist denn das? 2014, 9 Jahre. Eigentlich zur Seite. Ja. Deswegen mag ich das nicht wirklich so. Aber man könnte sagen, unser V war am 9. März 2020. Das ist unser HLO. Und das sollte jetzt nach oben gehen. Fürs bullische Tracking sollte es jetzt nach oben gehen. Nächstes Ziel wäre, mein Gott, ich verliere meine Stimme, wäre über 13 $ für unser A. Sache dabei ist, wenn wir dasselbe machen wie 2005, werden wir, glaube ich, A nicht sehen, sondern werden instant zu B rauflaufen. Genauso wie hier. In dem Fall hätten wir 121 als B. Da sollten wir dann einen Pullback bekommen. Genauso wie hier. Ja, und dann ist nur die Frage, allzeit hoch oder nicht. Wir haben einen Reverse Split in dieser Aktie. Es war ein 1:10. Ist noch nicht so schlecht. Float haben wir was? 19 Millionen Float. Ein klitzekleiner Float. Somit, schauen wir noch schnell, ob es Optionen gibt. Okay, ja, es gibt Optionen. Also ist das nicht einer von denen, die keine Optionen haben und massiv rennen kann. Aber ja, das wäre mein bullisches Tracking. Für Levels, alles über 6 $ wäre schon bullish. Bestätigung wäre 13 $. Dass wir einen Trend Change hingelegt haben. Levels nach unten, alles unter 1,42 $ und ich glaube, wir sind noch nicht fertig und brauchen ein neues Allzeitlow. Ja, das wäre das Tracking für diesen Stock. Okay, wie immer, Erklärvideo hier, Tutorial hier, große Roadmap da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo. Schauen wir mal, wie wir diesen Freitag beenden. Und nächstes großes Update-Video kommt dann am Wochenende. Wir sehen uns.